Privet! Im heutigen Video möchte ich euch ganz gerne meine Self-Care-Routine für den Sommer zeigen. Sprich alles, was mit Skincare und auch so ein bisschen Make-up zu tun hat. Allerdings muss ich dazu anmerken, weil regelmäßig Menschen in den Kommentaren ausrasten, dass das eine Routine für so alltägliche Sachen ist. Zum Beispiel, wenn ich kurz draußen bin, um Einkäufe zu machen, um Sachen zu erledigen, zur Post zu gehen oder mit meinem Freund irgendwas essen zu gehen. Denn ich kriege auch regelmäßig gesagt, ich würde die falsche Sonnencreme verwenden. Sie hätte einen viel zu geringen UV-Schutz. Ich soll mir bitte mal was anderes besorgen und was anderes ausprobieren. Was auch immer. Ich finde, dahingehend sollten wir uns alle ein bisschen beruhigen, denn ich glaube, ich kenne meine Haut am besten. Und wenn ich nicht danach gefragt habe, die Produkte zu beurteilen, die ich verwende, dann möchte ich sowas auch ehrlich gesagt nicht wirklich lesen, denn ich mag die Produkte, die ich verwende. Ansonsten würde ich sie auch nicht zeigen und sie auch vor allem nicht so regelmäßig zeigen und auch nicht sagen, dass ich sie großartig finde. Wenn ich joggen bin, wenn ich wandern bin oder wenn irgendwelche anderen außerhäuslichen Outdoor-Aktivitäten anstehen, bei denen dann auch die UV-Belastung natürlich stärker ausfällt, weil ich auch länger draußen bin und weil ich schwitze und mich bewege, dann habe ich eine gänzlich andere Routine und da werde ich auch noch mal ein extra Video dazu machen, aber nur um alle Unklarheiten auszuräumen. Die Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde, sind wirklich für so alltägliche Dinge gedacht und ihr müsst sie nicht benutzen. Das ist meine persönliche Lieblingsroutine für den Sommer und deswegen sind hier eben auch Produkte, die ich selbst richtig, richtig toll finde und zu denen ich regelmäßig greife. Ich fange mal an mit dem Gesichtswasser und einem wiederverwendbaren Wattepad, denn das erste, was ich frühest tatsächlich im Sommer am liebsten mache, ist mit so einem eher günstigeren Gesichtswasser über mein Gesicht drüber zu gehen. Ich reinige frühst auch mittlerweile gar nicht mehr so gerne, also vor allem im Sommer. Ich weiß auch nicht, entweder bin ich zu faul geworden, es ist mir zu warm und auch zu unangenehm, dieses sich hin und her bewegen. Deshalb setze ich mich meistens einfach hin und gehe mit so einem Wattepad kurz über meine Haut drüber, um einfach die Überreste der Nacht zu entfernen, weil ich auch abends andere Produkte verwende im Vergleich zum Winter, weil im Winter neige ich auch eher dazu, so reichhaltigere Sachen aufzutragen, die auch einen sehr, sehr viel stärkeren Film auf der Haut bilden, der dann frühest auch noch wahnsinnig dolle spürbar ist und dann muss ich auch tatsächlich öfter mal mit einer Reinigung drüber gehen. Meistens dann auch tatsächlich mit einer Ölreinigung, aber im Sommer, wenn ich dann einfach vorm Zubettgehen meine Skincare-Routine mache, verwende ich dann eher leichtere Produkte, die jetzt nicht so krass auf der Haut aufliegen und deshalb kann ich dann frühs auch ganz gut mit so einem Gesichtswasser und einem Wattepad easy peasy über meine Haut drüber gehen. Im nächsten Schritt greife ich dann zu meinem eigenen Gesichtswasser mit 4% Niacinamid, 2% Ectoin, 2% Panthenol und 2% Grüntee-Extrakt. Der Vorteil an so einer eigenen Produktentwicklung ist einfach, dass man ganz genau weiß, was drin ist und vor allem wie viel. Und diese Kombi liebt meine Haut einfach extrem und ich liebe es auch, mich mit diesem Sprühnebel einzusprühen. Das ist sowieso etwas, was ich bei so eher wässrigen Produkten sehr, sehr gerne mag, wenn da so ein Sprühkopf drauf ist. Und davon gebe ich mir jetzt einfach komplett was aufs Gesicht. So ungefähr. Oh, ist das schön. 4% Niacinamid kann beruhigend wirken, kann feuchtigkeitsbindend wirken, kann Entzündungen vorbeugen. Ectoin ist auch beruhigend, Panthenol ist auch beruhigend, Grüntee-Extrakt wirkt antioxidativ. Und es ist einfach so wahnsinnig angenehm, diesen Sprühkopf zu benutzen. Und darüber kommt jetzt noch ein Toner. Ich weiß, vielleicht haltet ihr mich jetzt für verrückt, aber ich liebe dieses Toner-Layering im Sommer, weil diese super dünnen Texturen, die jetzt nicht zu klebrig sind und nicht zu schwer auf der Haut, im Sommer richtig, richtig gut kommen. Und ich liebe das einfach sehr und bevorzuge das auch eher als zum Beispiel unterschiedliche Cremes oder Serien zu benutzen. Und im dritten Schritt, beziehungsweise, ist das jetzt schon der dritte Schritt? Ja, im dritten Schritt nehme ich dann diesen Hyaluronic Acid Toner Plus von Isntree und gebe mir davon ein kleines bisschen auf die Hand. Der hat auch tatsächlich eine etwas dickere Konsistenz. Klar ist er ein bisschen runny,
wie man das gerade sehen konnte. Naja, jetzt ist mir hier was auf meine Bluse runtergetropft, aber egal. Und der hat auch auf jeden Fall eine etwas dickere Konsistenz im Vergleich zu dem Balea Med Gesichtswasser und auch im Vergleich zu meinem eigenen Gesichtswasser. Eigentlich wollte ich euch jetzt auch nochmal zeigen, dass ich hier ein paar Tröpfchen von einem Antioxidantien Booster mit reingebe. Deswegen gebe ich mir jetzt nochmal was von dem Hyaluronic Acid Toner drauf. Und dann entscheide ich mich zwischen 3 Produkten. Und zwar habe ich hier einmal das Resveratrol Serum von Face Theory. Und Resveratrol ist einfach auch ein Stoff, der zum Beispiel in den Schalen roter Trauben vorkommt und der auch gut antioxidativ wirkt. Der kann auch Entzündungen vorbeugen. Oder ich greife gern zu meinem eigenen Booster mit 1% Bakuchiol und Q10 und Astaxanthin. Auch diese 3 Inhaltsstoffe sind antioxidativ. Und was ich neu am Start habe, was mir meine liebe Freundin Isa ausgesucht hat, nachdem ich ihr Geld gegeben habe, damit sie mir Skincare kauft, falls ihr dieses Video auch sehen möchtet, verlinke ich euch oben in dem i und unten in der Infobox, ist das Pycnogenol von The Ordinary. Und jetzt bin ich ein bisschen unschlüssig, was davon ich verwenden werde. Ich glaube, ich greife heute tatsächlich mal wieder zu meinem eigenen Booster und gebe mir davon ein paar Tropfen in den Hyaluronic Acid Toner von Isntree. Das ist auf Ölbasis und dadurch, dass einfach dieser Toner von Isntree ja nun mal ein wasserbasiertes Produkt ist, flutscht das Ganze auch deutlich schöner über die Haut, wenn da so ein paar Tröpfchen Öl mit drin sind. Bakuchiol kann übrigens auch Entzündungen vorbeugen und falls ihr mir schon länger folgt, wisst ihr ja auch eventuell, dass ich ein riesengroßer Fan von diesem Inhaltsstoff bin. So, dann habe ich jetzt eigentlich alle meine Toner geleert und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich super viele Produkte drauf hätte und dennoch fühlt sich die Haut einfach richtig schön durchfeuchtet an. Hier rollt sich auch nichts ab und das ist auch so ein extrem großer Vorteil von diesen wasserbasierten Produkten, die interagieren auch nicht wirklich miteinander und auch Produkte, die ich dann darüber auftrage, machen keinerlei Probleme und man spürt sie eben auch null auf der Haut und schwitzt auch überhaupt nicht darunter. Bevor ich zu meiner Sonnencreme komme, trage ich noch zwischendurch diesen Sundance UV-Schutz auf. Und zwar ist das ein Lippenpflegestift mit SPF 50 mit dieser leicht türkis-pastelligen Kappe. Den liebe ich, habe ich schon mehrfach nachgekauft und lasse das Ganze einwirken und einziehen, während ich eben meine Sonnencreme auftrage und so ein bisschen Make-up mache. Und als Sonnencreme, wie soll es auch sein, werde ich das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel benutzen. Ich habe ja auch kürzlich ein Sonnencreme-Ranking gemacht, wo ich euch all meine Sonnencremes gezeigt habe, die ich bisher so ausprobiert habe. Und ja, habe versucht, sie ein bisschen einzuordnen, falls euch das interessieren sollte. Ich verlinke euch das Video wie immer unten in der Infobox und oben in dem i. Da sind dann selbstverständlich auch einige Produkte aus der Drogerie dabei. Ich liebe diese Sonnencreme einfach, weil die auch so ein wunderschönes Glossy Finish erzeugt und die Haut an sich dann wunderbar zum Strahlen bringt. Vor allem ich mit meiner sehr, sehr trockenen Haut liebe das. Ich liebe das Finish. Ich liebe, wie sich die Sonnencreme auf meiner Haut anfühlt. Die Verträglichkeit ist natürlich auch super. So, und noch eine Schicht. So sieht meine Skincare-Routine jetzt im kompletten Gesicht aus und ich finde, das fühlt sich super, super angenehm an. Es ist wahnsinnig leicht und nahezu schwerelos. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Film auf der Haut ist. Ich merke eigentlich gar nichts, außer der Tatsache, dass sich meine Haut wunderbar durchfeuchtet anfühlt. Und das mag ich im Sommer einfach am liebsten, wenn die Haut leicht gepflegt, gut durchfeuchtet ist, aber ich nicht das Gefühl habe, unter meiner Hautpflege zu schwitzen.
Bevor ich gleich zu meinem Make-up übergehe, will ich euch noch kurz eine Sonnencreme zeigen, die ich gerne an den restlichen Körperstellen verwende, die so ein bisschen offen sind. Und zwar ist das diese Sun Ozone Sonnenlotion mit Algenextrakt. Ich glaube, die ist eine Limited Edition, also falls ihr die noch irgendwo in der Drogerie entdecken solltet, dann greift unbedingt zu. Die ist wirklich großartig, vor allem für Drogerieverhältnisse. Und da man am Körper eben auch eine ordentliche Menge an Sonnencreme benötigt, wird so eine Flasche auch relativ schnell leer. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen zu geizig, noch mehr Geld für Sonnencreme auszugeben. Also, falls ihr die irgendwo sehen solltet, schaut ihr euch unbedingt mal an. Die ist leider parfümiert, enthält aber keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Und ich empfinde die Parfümierung als sehr dezent. Ich finde sogar, dass der Rohstoffgeruch noch am stärksten durchkommt im Vergleich zu der enthaltenen Parfümierung. Die ist toll formuliert, enthält tolle, moderne, stabile UV-Filter, weshalb ich die auch tatsächlich Kindern empfehlen würde, falls sie eben mit dieser Parfümierung zurechtkommen. Und die trage ich dann auch tatsächlich auf, bevor ich losmache. Hier so ein bisschen an den Ohren natürlich. Hier, wo ja, die Haut noch zu sehen ist, am Hals und auch gerne so ein bisschen an den Unterarmen und auf den Handrücken. Guti, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu meinem Make-up, das ich gerne verwende, wenn ich jetzt im Sommer irgendwie draußen unterwegs bin oder Bock habe, in der Wohnung ein Alltags-Make-up zu tragen. Da benutze ich dann meistens so einen mild formulierten Concealer und decke damit so ein paar Stellen, die etwas Deckkraft benötigen, damit ab. Ich nutze tatsächlich eher selten Foundation, wenn es so heiß ist wie aktuell. Bei uns sind heute, glaube ich, 30 Grad und ja, da habe ich irgendwie selten Lust, eine dicke Schicht Foundation aufzutragen. Deshalb packe ich mir dann meistens so ein bisschen Concealer auf die Stellen, die wie gesagt etwas Deckkraft vertragen könnten. Das ist übrigens der Essence Skin Lovin' Sensitive Concealer, kann ich auf jeden Fall empfehlen, zumindest zum Abdecken von so ja, kleinen Sachen. Beim Augenbereich finde ich den Concealer tatsächlich einen Ticken zu trocken für mich. Dann greife ich tatsächlich am liebsten zu einem leicht deckenden Concealer für meinen Augenbereich. Das ist der First Aid Beauty Avocado Concealer. Den finde ich richtig, richtig großartig. Und dann arbeite ich den so ein bisschen ein. Das ist einfach richtig schön dünn, nicht zu schwer. Und hat so einen leichten Sheen. Sprich, die Haut, die scheint auch noch ganz dezent durch. Also klar, für starke Augenringe ist der nix, aber für so eine eher leichte Deckkraft ist der richtig, richtig gut geeignet. Dann packe ich mir noch so ein ganz bisschen Concealer von Essence auf die Augenlider. Einfach nur, um die Äderchen etwas abzudecken. Und dann gehe ich da ganz leicht mit einem Pinsel drüber. Dann gehe ich nochmal mit einem Kajal meine Wasserlinie lang. Das ist einfach so ein hautfarbener. Und zu guter Letzt noch die Lippen. Da verwende ich tatsächlich am liebsten den Lip Liner. Das ist der Trended Up Contour and Glide Lip Liner in der Farbe 430. Und damit umrande ich mir jetzt einfach mal ganz fix die Lippen. Und den inneren Teil fülle ich jetzt mit einem Lippenstift aus. Und zwar ist es der Vegan Collagen Matte Lippenstift von Catrice. Das sind meine absolut liebsten Lippenstifte aus der Drogerie. Ich benutze eigentlich fast nichts anderes, wenn es um solche Lippenstifte geht. Ansonsten greife ich ja tatsächlich eher zu Gloss oder zu so Liquid Lipsticks. Aber bei denen hier kann ich einfach nicht widerstehen. Die sind so gut. Ich nehme mir dann auch meistens nochmal so einen kleinen Pinsel und gehe hier über die Kanten drüber, damit das nicht zu kantig und plakativ aussieht. Weil ich halt sonst nicht sonderlich viel Make-up drauf habe. Und manchmal, wenn ich Bock drauf habe, packe ich mir noch ein kleines bisschen Gloss in die Lippenmitte.
Und das war's mit meiner sommerlichen Self-Care-Routine. Ich muss sagen, dass ich wahnsinnig happy damit bin und dass ich das wirklich jedes Jahr immer wieder so handhabe, vor allem wenn es im Alltag schnell gehen muss, ich aber dennoch frisch und ja, so ein bisschen aufgeräumt aussehen möchte. Ich finde es eben auch mal schön, keine Foundation zu tragen, und da meine Haut im Sommer sowieso etwas umgänglicher ist, weil die Luftfeuchtigkeit höher ist und weil eben auch nicht diese Kälte da ist und auch nicht diese permanente Heizungsluft, finde ich es auch einfach mal schön, sie ja durchscheinen zu lassen. Und ich liebe auch das Gefühl, nichts auf meiner Haut zu spüren. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe nicht das Gefühl, viel auf meiner Haut drauf zu haben. Ich habe hier und dort gezielt Concealer aufgetragen. Das Ganze sieht frisch aus, es ist leicht und ich fühle mich damit einfach wahnsinnig wohl. Klar liebe ich Make-up, klar liebe ich auch extreme Looks und so, aber das gefällt mir auch richtig, richtig gut, und ich hoffe sehr, dass ich euch auch ein kleines bisschen inspirieren konnte und dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Ich würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen, und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, damit ihr wirklich keines meiner Videos mehr verpasst, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.